Willkommen zum Retro Newsflash. Kurz und knackig. News aus der Szene vom C64 und Amiga. Für euch zusammengefasst jeden Samstag hier zum Reinschauen. Be there or be square. Ja, wir kommen zum ersten Spiel für heute, Escape Ghost. Ja, ist ein Text-Adventure für Amiga und stammt aus dem Jahr 1989 und wurde von Level 9 Computing entwickelt. Diese waren auch bekannt für andere Text-Adventures wie Gnome Ranger, Ingrid's Back oder Time and Magic. Die Story ist schnell erzählt. Sie waren ein erfolgreicher Polizeibeamter, Alan Chance, bis sie bei einer Razzia gegen Drogendealer, die dabei eine Geisel nahmen, getötet wurden. Die Leute haben angenommen, dass sie aufgrund ihrer eigenen Fehler gestorben sind. Nun sind sie als Geist zurückgekehrt mit psychischen Kräften anstelle ihrer physischen. Sie beginnen bei ihrer eigenen Beerdigung und müssen Gespräche folgen, um Hinweise zu finden. Eine erste Aufgabe besteht darin, Gegenstände zu finden, die ihre körperliche Fähigkeiten verstärken. Du bekommst Hilfe von anderen verstorbenen Wesen, angefangen mit dem Pubbesitzer Joe Denby. Ja, Escape Ghost war das letzte Abenteuerspiel von Level 9 und es hat dasselbe Format wie die bisherigen Spiele. Das heißt, es handelt sich um einen Textparser mit zusätzlichen Grafiken. Bei den Rätsel müssen Anweisungen an andere Figuren gegeben werden. Das Spiel ist in 3 Tage aufgeteilt, die unabhängig voneinander gespielt werden können. November Graveyard, Haunted House und Poltergeist. Ja, diese Art der Spiele waren damals ja sehr populär. Wir alle kennen die Infocom-Spiele, welche auch in diese Kategorie gehören. In Zeitschriften wurde bei Spielern und Journalisten die Spiele sehr beliebt und hatten auch recht hohe Bewertungen. Ich dachte, man sollte wieder mal auf diese Text-Adventures hinweisen, da auch heute wieder welche in Entwicklung sind. Ich habe berichtet. Dieses hier könnt ihr euch kostenlos herunterladen und sofort spielen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, der nächste Titel, Safe Zone. Eine etwas andere Art der Unterhaltung, wenn man gerne Puzzlespiele spielt. Dieses neue Spiel von Frank Ebbing namens Safe Zone sticht aus den ganzen neuen Spielen, die erscheinen, ein wenig hervor. Ein hochwertiges Schiebepuzzlespiel, bei dem du gegen den Computer antrittst. Vor allem der tolle Soundtrack von Sören Lund ist hier hervorzuheben. Der geht wirklich ins Ohr. Das Logo und Titelscreen stammt von Klaus Morell. Frank selbst zu seinem Spiel. Safe Zone ist ein Brettspiel im arabischen Stil, das irgendwo zwischen Halma und einem Schiebepuzzle angesiedelt ist. Man spielt gegen einen Computergegner, der das Spiel ziemlich gut beherrscht. Ziel des Spiels ist es, alle 8 eigenen Spielsteine innerhalb der inneren 4x4 Felder der sicheren Zone zu bewegen. Wer das schafft, hat gewonnen. Klingt einfach und simpel, oder? Aber Obacht, das ist durchaus eine harte Nuss, die man hier knacken muss. Die Steuerung geht leicht von der Hand und ist sehr präzise. Es braucht ein wenig Zeit, bis man die Idee des Spiels verinnerlicht hat. Das Spiel kann auf jedem handelsüblichen C64 gespielt werden, sowie natürlich auch am Emulator. Auf der itch.io-Seite von Frank Ebbing kann man sich das Spiel kostenlos herunterladen, aber wer es herunterlädt, sollte dem Entwickler einen kleinen Geldbetrag zukommen lassen, damit dessen Arbeit entsprechend gewürdigt wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Steine schieben. Ja, wir kommen zum letzten Titel für diese Ausgabe. Mundialito. Wer keinen Fußball mag, der kann beruhigt weiterklicken. Für alle anderen, denen Spiele wie Sensible Soccer oder Kickoff oder Micropro Soccer ein Begriff sind, kommt hier wieder mal etwas für den Commodore Amiga. Könnte sich lohnen, das neue Spiel Mundialito von Acne Productions zu testen. Ein Top-Down-Fußballspiel, das auf allen klassischen Amigas mit 2 MB RAM läuft. Der Entwickler selbst dazu schreibt: Aus dem Traum eines Mannes, der nie aufgehört hat,
die Welt mit den Augen eines Kindes zu betrachten. Mundialito ist zurück in neuer Version. Mehr Gameplay, Power-Ups, persönliche Herausforderungen, mehr Geschwindigkeit. Mundialito, ein Turnier, bei dem sich 10 Nationalmannschaften in knallharten Herausforderungen gegenüberstehen. Ecken, Freistöße, Zweikämpfe, Kopfbälle, Elfmeter. Erlebe den Wettkampfgeist eines echten Fußballturniers. 10 Nationalmannschaften, jede mit ihrem eigenen Spielstil. Wirst du den begehrten Pokal mit nach Hause nehmen können? Das Spiel kann alleine oder im Zweispieler-Modus gespielt werden. Im letzteren Fall wird auf jeden Fall ein Amiga 1200 benötigt. Auf dem Amiga A500 Mini wurde bereits ein Kompatibilitätsproblem entdeckt. Ein separater Fix wird vom Entwickler in der Form der Datei mundialito-oi.uae bereitgestellt. Ich mochte damals Microprose Soccer sehr. Das Spiel hier erinnert mich irgendwie daran, auch wenn es im Ansatz anders ist. Es spielt sich aber gut und macht auf jeden Fall Laune. Wenn man im Duell mit einem Kumpel ist, macht es wahrscheinlich am meisten Spaß. Man sollte also auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Mundialito kann kostenlos auf itch.io heruntergeladen werden, aber wie immer an dieser Stelle, ihr kennt es bereits, wer das Spiel herunterlädt, sollte dem Entwickler einen kleinen Geldbetrag zukommen lassen, damit dessen Arbeit dementsprechend gewürdigt wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Fußball. Ja, und das war's dann auch schon wieder für diesen Retro Newsflash. Heute ein wenig kürzer, aber das ist halt eben manchmal so. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem wieder mit einigen interessanten Neuigkeiten versorgen. Wer Lust und Laune hat, darf natürlich gerne den Kanal abonnieren. Das hilft mir dann wiederum. Ansonsten hoffe ich, sehen und hören wir uns in der nächsten Ausgabe. Bis dahin, macht's gut. Ciao.